Okay, also nächster Punkt ist Tiere. Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute mit dem Thema Russland. Und zwar, wie man mit dem Fahrrad durch Russland fährt. Los geht's mit den Visabestimmungen und der Registrierung, die man braucht, wenn man durch Russland reist. Olga, als Russin, Kein Visum nötig. kein Visum nötig. Ich mit einem deutschen Reisepass brauche ein Visum. Und es ist relativ kompliziert, relativ aufwendig, ein längeres Visum zu bekommen. Ich habe jetzt ein 3 Monate Privatvisum und das Ganze haben wir über eine Visaagentur in Deutschland organisiert. Dann konnten wir nach Russland. Ja, ziemlich teure Angelegenheit, ziemlich aufwendig alles. Aber das ist die einzige Möglichkeit, das 3 Monate Visum zu bekommen. Weil sonst kriegt man nur 1 Monat Touristenvisum. Gut, wenn man dann in Russland ist, muss man sich innerhalb, ich glaube, der ersten 7 Tage oder sowas registrieren. Und das Ganze läuft über ein Hotel oder auch über Privatpersonen. Wir schlagen vor, einfach etwa teuren Hotel zu suchen und da keinen Stress zu haben, weil die dich dann anmelden und du deine nötige Registrierung gleich in der Tasche hast. Und wie ist das Wetter in Russland? Es schneit natürlich. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Nee, natürlich nicht. Und zwar, ja, dieses Jahr hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Es war sehr trocken und sonnig. Und das beste Zeit in Russland zu reisen ist Sommer und jetzt Frühherbst ist auch gut. Ja, also ja, eigentlich ab Mai würde ich sagen, kann man schon gut. Ja. Also Mai, Juni, Juli, August, September, jetzt haben wir Oktober. Echt? 7 Monate? Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ne, 6. Und die anderen 6 schneit's. Ja, also so halbwegs. Es wird hier natürlich echt ziemlich kalt. Allerdings ist Russland auch einfach riesig. Also man hat ganz im Süden zur Grenze zu Georgien relativ milde Winter auch. Das ist ziemlich vergleichbar mit Deutschland. In der Nähe des Baikalsees zum Beispiel, tiefstes Sibirien, da hat man minus 55 Grad oder was auch immer im Winter, haben uns die Leute erzählt, also sehr extrem. Und dann natürlich auch von Ost nach West ändert sich das Wetter auch. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, im Sommer ist es schon ziemlich gut und man hat durchaus ein größeres Zeitfenster, um halt dieses riesige Land halt auch zu erkunden. Dann ja, Verkehr. Da haben wir, ja, also wir sind jetzt zum 2. Mal in Russland, aber vor 2 Jahren und jetzt aktuell. Und mit dem Verkehr haben wir beide Male sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil wir halt auf sehr unterschiedlichen Straßen unterwegs waren. Die Leute in Russland sind einfach nicht gewöhnt, dass auf einmal auf der Straße Fahrradfahrer fahren. In der Theorie wissen sie vielleicht, dass man 1,5 Meter Abstand zum Fahrradfahrer halten muss, aber in der Praxis hatten sie das noch nie. Deswegen, wir haben uns einen Trick überlegt, dass man sie daran erinnern muss, und wir hatten am Michelsrad so einen Stock angebaut, der mit so einem roten Tuch umgewickelt, dass man das von weitem sieht. Und so haben die Autofahrer sich an die Regeln brav gehalten und so wurden sie erinnert, dass man den Abstand halten muss. Ja, trotzdem war es echt auf den Hauptstraßen nicht schön zu fahren. Also wir sind das erste Stück, das erste Mal in Russland waren, von Georgien Richtung Norden gefahren, über Wladiwostok und Saratov, und von da aus dann Richtung Osten über Samara, Ufa und Chelyabinsk, Olgas Heimatstadt, und da sind wir wirklich die ganze Zeit auf Hauptstraßen gefahren, weil es halt auch nicht wirklich so Alternativen dann gibt. Du kannst halt irgendwie auf irgendwelche kleinen Straßen fahren, aber dann ist es komplett zickzack und du brauchst doppelt so lang, doppelt so viele Kilometer. Und damals hatten wir halt nicht die Zeit dafür oder wollten uns die Zeit irgendwie auch nicht dafür nehmen. So, das hieß dann, ja, die ganze Zeit auf der Hauptstraße, und auch mit dem Bambusstock sind trotzdem die Leute irgendwie echt, ja, doch dicht an uns vorbeigefahren, und teilweise wäre es dann auch doch zu gefährlich gewesen, diesen Stock da zu haben. Die hätten uns da irgendwie dann umgefahren und so weiter, weil die wirklich, die LKWs da zum Teil mit einem halben Meter Abstand oder sowas an uns vorbeigefahren sind. So, aber jetzt, dieses Mal haben wir es halt anders gemacht. Dieses Mal haben wir uns wirklich für kleine Straßen entschieden. Das bedeutet dann ja deutlich weniger Kilometer, aber halt
richtig in der Natur, richtig in der Wildnis. Wir waren mitten in Sibirien, mitten im Nirgendwo. Wenn ihr unsere letzten Videos gesehen habt, die Update-Videos, da haben wir mal wieder ein bisschen was von gezeigt und es war absolut genial. Kein Verkehr, absolut in der Wildnis, wunderschöne Natur. Das ist Russland. Das hat uns auf jeden Fall viel, viel mehr gefallen. Ja, und das würden wir auch allen vorschlagen, einfach zu gucken, ob man irgendwelche kleine Wege nehmen kann und dann die zu fahren, weil das ist echt unglaublich schön und dann hat man nicht diesen Stress auf der Hauptstraße. Ja. Als nächster Tipp jetzt kommt alternative Transportmittel. Wir haben jetzt ein großes Stück mit dem Zug zurückgelegt, weil wir halt diese kleinen Strecken, diese kleinen Straßen gefahren sind und unser Endziel in Russland jetzt aber hier Wladiwostok war. Und ja, also einfach in der Zeit, in den 3 Monaten, die wir jetzt hatten, auf gar keinen Fall möglich ist, irgendwie für uns zumindest, diese Straßen zu fahren und dann den ganzen Weg wirklich zu fahren auf diesen kleinen Straßen. Das sind mehrere 1000 Kilometer. Deswegen sind wir halt ein großes Stückchen mit dem Zug gefahren und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Man muss dabei bedenken, wenn man das Fahrrad dabei hat, dass man das vorher anmelden muss beim Bahnhof. Man muss quasi auch ein spezielles Ticket für dieses Fahrrad kaufen, aber dann gibt es halt einen Gepäckwagen und wir konnten unser Fahrrad quasi, ohne es auseinanderzubauen, ohne es irgendwie zu verpacken, einfach in den Gepäckwagen schieben, unsere 2 Fahrräder und ja, sind dann wunderbar damit weitergekommen. Ja. Ja, das Zugfahren ist auch irgendwie sehr angenehm in Russland. Man fährt zwar mehrere Tage meistens. Waren wir 52 Stunden? 52 Stunden unterwegs, aber man hat, da sind immer so Liegewagen, man hat immer so einen Schlafplatz, man kann sich auch gemütlich hinsetzen, man kann auch durch den Zug laufen, man kann was am Laptop arbeiten, das angucken, Bücher lesen, sich mit den Leuten unterhalten. Das ist auch sehr, sehr nette Art und Weise, durch Russland zu fahren. Würden wir auch jedem vorschlagen. Und dann haben wir jetzt kurz vor Wladiwostok noch eine zweite Variante ausprobiert, und zwar sind wir per Anhalter gefahren und auch das hat echt gut geklappt. Also wir haben jetzt 500 Kilometer zurückgelegt per Anhalter an einem Tag und wir hatten drei Mitfahrgelegenheiten und jedes Mal vielleicht Viertelstunde, aber beim letzten Mal mussten wir ein bisschen länger warten, also bei den ersten 2 jeweils eine Viertelstunde vielleicht und bei dem letzten ja, hatten wir nicht so einen guten Spot, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Haben wir, ich glaube, 1,5 Stunden gewartet, aber zur Belohnung wurden wir dann von ihm nach Hause eingeladen und hatten noch einen genialen Abend. Also wunderbar. Dankeschön nochmal. Ja, damit kommen wir dann zum nächsten Punkt, die Menschen in Russland. Man sagt ja immer, die Menschen in Russland sind irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen, wie sagt man, so kalt irgendwie, also nicht so gastfreundlich oder sowas. Am Anfang zumindest, aber man muss so ein bisschen das Eis brechen und wenn man dann das Eis gebrochen hat, dann sind sie die nettesten Menschen der Welt. Он жирный, его съест сразу. Da ist eine große Beere, frisst uns sofort auf. Мясо надо кушать. Мы не едим мясо. А сдохните. Пиздец, капут будет сразу нахуй без мяса. Die Leute in Russland sind immer ein bisschen distanziert am Anfang, weil die vielleicht etwa konservativer sind und irgendwie alles Neues ein bisschen mit Vorsicht an sich nehmen. Und wenn wir auch vorbeifahren, grüßen sie uns nicht automatisch, weil sie auch nicht wissen, ob wir irgendwie das verstehen, die Sprache. Das ist auch ein Punkt, was wir jetzt gleich erzählen würden. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass man an die Leute einfach zugeht, dass man sie auch begrüßt, weil dann gehen die Gesichter auch sofort ins Lächeln und die grüßen dich auch zurück. Oder wenn man irgendwelche Fragen hat, soll man auch an die Leute rangehen, die werden auch alles tun, um dir zu helfen. Die meisten Leute sprechen nur Russisch. Und quasi in Großstädten sprechen die Leute natürlich Englisch. Aber wo wir unterwegs jetzt waren, sind die sehr froh, dass wir Russisch sprechen können, weil sie dann auch dann mit uns gerne sprechen wollen, unsere Geschichte hören. Aber meistens denken sie, wieso sprechen wir die Leute an? Die werden sowieso uns nicht verstehen und sie wollen sich auch nicht blamieren, dass die vielleicht keine Fremdsprache sprechen.
Deswegen ein Tipp, auch wenn man irgendwie durch Russland reisen will, ja, ein paar Wörter lernen, vielleicht auch eine App runterladen mit so Übersetzung oder so. Das wird auch Eis brechen und da kommt man auch schnell ins Kontakt. Und wenn man nachher alle zusammen am Tisch sitzen und Wodka trinken, dann ist es sowieso, alle sprechen auf einmal Englisch, Deutsch und alles Mögliche. Ja. Ziemlich witzig. Also ja, man wird sehr, sehr, sehr witzige, sehr, sehr spannende Menschen in Russland treffen. Und wenn man dann wirklich noch so ein paar Wörter spricht, das muss wirklich gar nicht viel sein. Also ein paar Basics irgendwie, Здравствуйте, меня зовут Misha, я из Германии, ja, путешествие на велосипеде oder irgendwie sowas. Dann freuen sich die Leute schon und ja, oder halt irgendwie einfache Sachen, dass man irgendwie was essen will oder so, weiß ich nicht. Ja, so ein paar einfache Basics, damit kommt man dann sehr, sehr viel weiter und die Leute freuen sich riesig. Ja, apropos Essen, Kushat, Jeda, Voda, also Essen und Wasser. Ja, die russische Küche. Ist wunderbar. Auch sehr veganerfreundlich, würde ich sagen. Gibt es durch eine lange Tradition von Fastenzeit auch ganz viele vegane Gerichte. Und auch wenn man sagt, dass man Postnähe essen will, das bedeutet so Fastenessen, dann verstehen die Leute, was vegan ist. Genau, Fasten in der russisch-orthodoxen Kirche bedeutet halt wirklich vegan. Ja. Also komplett vegan. Und ja, und man findet halt im Supermarkt auch sehr viele Produkte, die damit werben, dass sie halt Postning sind. Ja, wenn wir halt so länger in der Wildnis waren, da wird es dann halt ein bisschen schwierig mit den Einkaufsmöglichkeiten. Da muss man zum Teil dann wirklich für mehrere Tage einkaufen. Und was wir gemacht haben, wir haben uns eigentlich immer ein gutes Kilo Buchweizen gekauft. Also Buchweizen ist ein Grundnahrungsmittel in Russland. Haferflocken, Kilogramm, Reis, Nudeln gibt es auch alles, Kartoffeln gibt es und dann zum Beispiel Rosinen oder auch Helva, das ist eine russische Süßigkeit aus Sonnenblumenkern und Zucker. Sehr, sehr kompakt quasi und sehr, sehr kalorienreich, also perfekt quasi für so eine Fahrradreise. Und und dazu halt ein bisschen Gemüse, so zum Beispiel Karotten, Zwiebeln, Kohl, Knoblauch. Das sind die Sachen, die sich halt auch sehr lange halten in der Tasche. Da kann man halt für mehrere Tage einfach einkaufen, mit jedem Tag dann 1, 2 Karotten oder sowas und ein Viertel Kohl oder sowas. Und ja, schon hat man für Tage lang Gemüse dabei. So haben wir das gemacht. Wasser ist eigentlich gar kein Problem. In Sibirien in der Wildnis haben wir einfach das Wasser aus den Bächen genommen und das ist auch absolut genial. Das hat mir so gut gefallen. Du bist einfach mitten in der Wildnis, wirklich weit und breit, keine Häuser, erst recht keine Industrie, keine Menschen, nichts. Du bist einfach in der Natur und kannst das Wasser aus den Bächen einfach in deine Flasche füllen und trinken und es ist das beste Wasser, was es gibt. Wer da auf Nummer sicher gehen möchte, kann dazu noch einen Wasserfilter benutzen. Wir haben auch einen Wasserfilter. Damit kann man dann das Ganze noch filtern, wenn man möchte. Wir haben das jetzt nicht benutzt oder ich glaube einmal. Oder wenn wir Wasser aus Seen holen. Zum Teil haben wir das auch aus Seen geholt. So ein stehendes Wasser. Stehendes Gewässer. Da stimmt auch, da haben wir den Wasserfilter sogar benutzt. Ja. Aber ansonsten kein Problem und auch einfach bei irgendeinem Haus anhalten, Здравствуйте rufen, у вас есть вода, und dann wird es schon passen. Okay, also ausprobieren. Jetzt kommen die Nachbarn. Okay, also nächster Punkt ist Tiere. Das Teil haben wir geschenkt bekommen. Ja, von den Jägern. Von Jägern, genau. Also so eine Drucklufthupe hier. Um uns halt vor Bären und vor Tigern zu schützen, beziehungsweise dass sie nicht dichter an uns rankommen. Wir haben weder Bären noch Tiger gesehen, wir haben Bärenabdrücke gesehen in einem Nationalpark.
Da waren wir auf jeden Fall ziemlich dicht und eine Nacht ist auf jeden Fall auch, haben wir irgendwie Geräusche gehört, wir sind uns nicht sicher, es war auf jeden Fall entweder ein Bär oder ein Wolf, würde ich sagen, vielleicht war es sogar ein Bär. Und da haben wir die Hupe wirklich einfach zweimal tröten lassen, als wir im Zelt waren und danach war Stille und der Kollege war weg, von daher sehr effektiv. Ansonsten kann man auch im Internet alles nachlesen, wie man sich insbesondere im Bärengebiet verhalten soll. Essen und Kochen möglichst separat vom Zeltlager, entweder lagern oder möglicherweise sogar auf den Baum bringen. Wir haben es auf jeden Fall immer in unseren Packsack alles nochmal gestaut, also unser ganzes Essen quasi in die Taschen Und dann alles zugemacht noch. und dann genau. die Taschen, 2 Taschen hatten wir mit Essen quasi, die dann zusätzlich nochmal in den Packsack. Weitere Sicherheitsmaßnahmen, die wir dann haben, ein Messer. Natürlich für den absoluten Notfall, aber es liegt quasi bei uns im Zelt immer an der gleichen Stelle, jede Nacht. Dann zusätzlich noch ein Pfefferspray, das haben wir jetzt auch seit Russland dabei. Wir wollten eigentlich ein größeres haben, so ein Bärenspray, aber das haben wir nirgendwo bekommen. Ja, wir wurden einfach nur immer Wir ausgelacht. wurden In ausgelacht, jedem ja. Jagdladen, wo ich reingegangen bin und nach einem Bärenspray gefragt haben die Leute gesagt, nee, wir haben nur Menschensprays. Sprays gegen Menschen. Das hat sich auch mit der Meinung von den ganzen Förstern und den ganzen Locals und mit allen Menschen, mit denen wir über Bären gesprochen haben, bestätigt. Und zwar, die Bären in Russland sind einfach nicht aggressiv und greifen keine Menschen an. Im Normalfall zumindest. Passiert ab und an mal, definitiv. Aber insbesondere jetzt im Herbst, im Spätsommer, sind die Bären glücklich und zufrieden und wollen keinen Kontakt zu Menschen haben und greifen die Menschen nicht an. Dementsprechend, ja. Ein paar Mal hupen und Paar Mal dann wissen hupen. sie, wo du bist und dann kommen sie auch nicht her. Laut Oder reden. Musik. Laut reden, Musik haben wir zum Teilweise oder Podcasts haben wir abends zum Teil gehört über unseren Lautsprecher, ein Feuer gemacht und Einfach mit das dem- Territorium quasi ein bisschen zeigen, dass wir jetzt hier präsent sind. Und auch wenn wir auf dem Fahrrad quasi dann unterwegs waren, immer mal geklingelt, immer mal ein bisschen gepfiffen, wenn wir um eine Kurve gekommen sind, so ja schon alle paar 100 Meter vielleicht. Einfach zeigen, dass man da ist, dann passt es. Dann Dann geht es haben um wir noch kleine Tiere. die kleinen Tiere, ja, also Moskitos, Fliegen, das haben wir alles doch definitiv zum Teil gebraucht. Im Spätsommer gibt es nicht mehr so viele Moskitos, also es hielt sich noch in Grenzen. Es war dann so teilweise an einzelnen Tagen, wo wir dann mal irgendwie in der Nähe von dem See waren oder sowas, da waren auf einmal dann Millionen von Moskitos oder auch diese kleinen Fliegen. Mein ganzer Fuß war zerbissen von Fliegen und das hat 3 Wochen oder so gedauert, bis es verheilt ist. Ansonsten als Fazit kann man sagen, oder kann ich jetzt einfach sagen, Russland ist ein absolut geniales, tolles Reiseland. Wir haben uns sehr, sehr, sehr sicher gefühlt. Also wir waren nie eigentlich in irgendeiner Situation, wo wir uns von Menschen bedroht gefühlt haben, außer halt im Straßenverkehr, wo die Leute zum Teil wirklich keine Rücksicht nehmen. Aber dem kann man halt ausweichen, wenn man auf Kleinstraßen unterwegs ist und um Distanz zu überwinden, dann auf alternativen Transportmittel wie zum Beispiel Zug oder Trampen zurückgreift, um halt über die großen Hauptstraßen nicht fahren zu müssen. Die Menschen sind einfach absolut unglaublich und wenn man ein bisschen Russisch spricht, sind alle Dämme sofort gebrochen und die Leute laden dich ein. Und wir haben mehr als einmal in irgendwelchen witzigen kleinen Küchen zusammengesessen, mit irgendwelchen Leuten Wodka getrunken. Wir waren in der Bahn und haben einfach eine wundervolle Zeit gehabt, wurden immer wieder von Leuten angesprochen, wo wir herkommen und was wir denn machen, dass es alles super ist und dass wir Bilder machen müssen. Und es hat richtig viel Spaß gebracht, insbesondere jetzt dieses zweite Mal in Russland, in Sibirien, in der Wildnis. Ja, wo die Leute einmalig. nicht so viel Touristen sehen und allgemein, wo nicht so viel passiert. Ja. Und dann fahren einfach auf der kleinen Weg auf einmal 2 Radfahrer und da wird sofort angehalten, ausgefragt und echt schön. Super, wir haben so viele geniale Menschen getroffen. Das war einfach nur genial. Also Russland, absoluter Tipp von uns zum Radfahren. Und falls du noch Fragen hast zu deinem Russland-Aufenthalt, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Ja, ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich glaube, wir haben so ziemlich irgendwie alles erzählt, was wir erzählen konnten.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Lass ein Abo da auf unserem Kanal, wenn du die nächsten Videos nicht verpassen möchtest. Und gib einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.